Hallo. Hallo. Hallo Gruppe. Ich bin Björn. Und ich bin ein Nerd. Ja. Und Sie auch. Nerdtum ist irgendwie so eine Krankheit, ne? Wird von Nicht-Nerds immer als solches so empfunden, oder? Hm? Ja, einer unserer Kollegen würde jetzt sagen, das stimmt auch noch nicht mal. Ich bin kein Nerd, ich bin ein Geek. Ach so. Ja, gut. Okay, du hast gesagt, ein Freund, ne? Ja. Wir haben weniger als 100 Leute gefragt, ne? We are Nerds. Wirst du als Gamer auch gelegentlich von Nicht-Gamern mal belächelt? Weil darum geht's ja jetzt, ne? Und die haben Folgendes gesagt. Ich glaube, das passiert nicht mehr. Das ist lange her, dass das passiert ist. Inzwischen ist es eher so, dass also früher war das vielleicht so, ach du mit deinem komischen Hobby, aber inzwischen ist unser Hobby ja so dermaßen Mainstream, dass es eher so ist, dass man um Rat gefragt wird oder sogar, ach was, ach so, ah ja. Ich werde eher, als Nichtspieler werde ich eher von den Spielern belächelt, nach dem Motto, wie, du spielst nicht? Nee, komme ich meistens gar nicht zu, ich sitze den ganzen Tag schon vorm PC. Ah ja, aber da kann man doch mal... Nee, also es ist mehr andersrum. Weil unter mir wohnt der Oberspieler. Der hat einen 2,20 Meter Bildschirm. Ich will das nur mal sagen. Also tatsächlich werde ich immer wieder von Leuten belächelt, gerade wenn man eine Frau ist, dass man sich in dem Bereich überhaupt auskennt oder sich damit beschäftigt. Dann hört man manchmal entweder ein Oh krass oder halt einfach wie, du spielst Videospiele. Also tatsächlich ist das anscheinend immer noch Thema und für Leute, die nicht in der Szene zu Hause sind, da ist es immer noch schwer zu glauben. Vielleicht bewege ich mich einfach nur in so Kreisen, wo das nicht so ist, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, mit dem Belächeln ist es jetzt langsam mal vorbei. Ja, sehr oft sogar. Dann heißt es so, wie, du spielst Videospiele. Und ja, also da ist dann doch noch ganz oft dieses Problem, dass sie es einer Frau sogar noch weniger zutrauen, dass die doch sehr viel Videospiele auch spielt oder halt sehr ausgiebig. Ja, schon. Also natürlich, es gibt immer noch ganz, ganz viele Leute, die das nicht ganz nachvollziehen können, wobei das, glaube ich, inzwischen stark abnimmt und nachlässt. Ich sag mal so, das ist jetzt egal, ob es Freundinnen oder Freunde sind, die selber keine Videospiele spielen, die können das manchmal auch gar nicht so nachvollziehen, irgendwie, was man daran findet. Das ist ganz interessant. Ja, tatsächlich tue ich. Liegt aber daran, dass ich Zocken teilweise als Arbeit deklariere und dann selber schmunzeln muss. Natürlich, die Menge, in der ich das tue, ist dann vielleicht ein bisschen, ja, noch ein bisschen was anderes, ne? Also, als wenn man jetzt mal so 2 Stunden am Tag oder so, das ist ja bei mir quasi schon, also da hat man ja 30, 40 Stunden die Woche sind halt relativ üblich. Und das ist dann doch, da wird man dann häufiger mal belächelt, dass man da so viel Zeit daddelt. Aber ja, ich glaube, es wird weniger. Nur. Aber genauso wie es andersrum halt auch ist. Ne? Gamer können sich nicht vorstellen, wie man aufstehen kann, von morgens bis abends einen Ball im Schmatz hinterher rennen kann und ey, cool, Alter, schick die Asse rüber. Und die Leute können sich meistens nicht vorstellen, dass man sich da hinsetzt vor eine Mattscheibe und andere Welten kennenlernen kann. Ja, wir sind schon eine komische Spezies, ne? Wir Zocker, Geeks, Nerds, sei irgendwie alles ein bisschen so, ne? Vor allem sind die Übergänge ja auch fließend. Stimmt. Ja. Aber es scheint mal schlimmer gewesen zu sein. Weil mehr Leute angefangen haben, auch zu zocken. Das heißt, wir Nerds sind salonfähig geworden. Könnte man ja so interpretieren, ne? Oder? Ich glaube, es hat mal jemand gesagt, das Spielen ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Mhm. Also, wenn ich mir einen Eimer auf den Kopf setze und sage, ich bin der große Watabumbu, ja? Und ihr müsst jetzt das tun, was ich sage, weil ich bin der ganz tolle Typ, ja? Da folgen mir 2 Typen und sagen, oh, der große Watabumbu, der Allwissende, ja? Dann sind das 3 Bekloppte. Ab wie vielen Leuten ist es denn eine Religion? Ab 5000, die mir hinterherlaufen?
Also wenn du sagst, wenn ich mir einen Eimer auf den Kopf tue, mein erster Ab Gedanke 10.000 Leuten, die mir hinterherlaufen? ist Skyrim. Skyrim? Ja. Ach so, du meinst, wie man den Leuten was klaut, damit die nichts mehr sehen konnten. Stimmt, da konnte man denen so. Habt ihr das mal gemacht? Also die haben so eine Line of Sight Check gehabt, ne, wo die sehen konnten, ob du etwas klaust. Und wenn du denen so einen Kessel auf den Kopf gesetzt hast, bei Skyrim, ja, dann haben die immer noch mit dir geredet, aber die konnten nichts mehr sehen, ne? Und dann konntest du den ganzen Laden leer klauen. Ja, das war ein Glitch oder ein Exploit des Spiels. Ziemlich lustig. Ich finde das super schön. Ja. Nein, aber ich meine jetzt mal im Ernst, ne? Ist das wirklich so, dass die Leute tatsächlich heute diese Nerds oder so, ist das salonfähig geworden? Trägt man heute Geek-Shirts und hier, super, hier, ich bin Star Wars-Fan, Herr der Ringe, Gedönse, sind die T-Shirts heute irgendwie nicht so verpönt, wie es früher mal war? Ja. Warum? Aus 2 Gründen. Mhm. Das eine ist Reichweite und das andere ist Aufklärung, glaube ich. Oh. Mhm. Reichweite ist das, was du gesagt hast. Je mehr Menschen es machen, desto salonfähiger wird es, weil die Leute es kennen. Und das Aufklärung ist der Part irgendwie, wenn ich das Gefühl habe, es ist was Schlechtes und dann aufgeklärt werde, nein, es tut dir nichts, es beißt auch nicht. Ja, aber es gibt ja auch Leute, die sagen irgendwie, die Zocker, die müssen alle irgendwie in den Knast, weil es sind Killerspiele, sind ja alle potenzielle Massenmörder. Oder, ja, es gibt ja diese suchtgefährdete Spezies, die den ganzen Tag nur zocken und irgendwie ihr Leben vergeuden, so bei WoW und anderen MMOs. Die gehören auch in den Knast. Genau, mittlerweile ist es so, wenn irgendwie irgendeiner Oder sagt, ins irgendwie, Krankenhaus. da ist irgendwas passiert, das ist doch bestimmt Irrenhaus. wegen der Computerspiele. Ja. Irgendwie. Da sitzen alle da, verdrehen die Augen und sagen, schon wieder. das Haben Thema. wir das denn nicht schon 1000-mal Ja. durchgekaut? Irgendwie so, dass die Debatte mittlerweile ja eher dahin geht zu sagen, okay, Leute, wir haben jetzt mehr Aufklärung, wir haben jetzt 1000-mal darüber diskutiert, wir haben mittlerweile Studien aus sehr vielen verschiedenen Ländern mit sehr vielen Probanden und die sagen Folgendes: Nein, Computerspielen lässt die Leute nicht verblöden und so. Nö. Aber was wir machen müssen, ist trotzdem aufpassen, weil das heißt nicht, dass es gar nichts mit uns macht. Wir müssen zum Beispiel, was Suchtgefährdung angeht, auch nicht blind sein und so irgendwie. Halt so Mitte halt, ne? Ne, und die einen, die fühlen sich sofort angegriffen, wow, man will mir was wegnehmen, mein Spielzeug. Und die anderen, die sagen, ja, aber ich habe, meine Mutter hat mir früher immer gesagt, wenn ich zu lange Fernsehen gucke, kriege ich viereckige Augen. Oder, guck nicht so, nachher bleibt dein Gesicht so stehen. Ja, auch Blödsinn. Ja. Genau. Oder meiner Mutter haben sie gesagt, irgendwie wenn Gewitter ist, dann darfst du nicht schnell weglaufen, sonst haut dir nämlich der Blitz in den Hacken. So, musst du dich unterm Baum stellen. Super Idee. Super Idee, oder? Ja, aber das ist dann Unwissenheit. Ne? Genau. So, das ist Unwissenheit, weil sich jemand da nicht mit beschäftigt hat. Das heißt, die Angst vor etwas Fremden. Ja. Das sind Nerds, ja? Oder? Richtig, ich glaube, das ist das eine. Das natürlich hinken, ich sag mal, Vorurteile aus der Zeit davor, der heutigen noch nach. Ne? Das merkt man zum Beispiel bei der letzten Berichterstattung über der Gamescom, dass man denkt so, ja, die könnte auch ein bisschen schöner sein bei manch oder ein oder anderen Kanal irgendwie. Nichtsdestotrotz geht es immer mehr in die Richtung, weil auch jeder zockt. Sogar meine Eltern zocken ab und zu was Digitales. Ja, nicht mehr, Mensch, ärger dich nicht auf dem Tisch. Ja, vielleicht auch ab und zu, aber eigentlich doch eher jetzt modernere Spiele. Ja, meine Mutter, die steht sogar in den Credits von Gothic 1, weil sie da nämlich getestet hat, tatsächlich. Ne? Die hat QA für uns gemacht. Ja. Ne? Und das ist schon in der Gesellschaft angekommen, sagst du. Ne? Aber wir haben damals tatsächlich irgendwie als Aussätzige gegolten, so ein bisschen. Ne? Also in der Schule, ich hatte einen Kumpel, der Carsten, zu dem bin ich immer gefahren, weil der Computerspiele hatte. Und das fand ich super. Und das war auch eins, und ist bis heute noch eins unserer Dinge, worüber wir uns unterhalten, wenn wir uns treffen. Ne? Und das ist halt irgendwie auch so geblieben. Das war in den 80er. Das ist ewig her. Und in den 80ern, da gab es tatsächlich unheimlich viele Leute, die das
gar nicht kannten oder als irgendwie bekloppt abgetan haben oder ich weiß es nicht, das ist irgendwie, und ich fand das faszinierend. Ne? Und dann in den 90ern, dann irgendwann kam dann so dieses Star Trek Holodeck Vision, so, ne, und dann hast du halt irgendwie gesagt, Mensch, das wäre doch geil, wenn wir mal ein Holodeck hätten oder sowas, ne. Werden wir auch mal eine Folge drüber machen. Und, ja, und das ist halt irgendwie, ja, wie kommt das denn, dass Leute da so dermaßen irgendwie drauf rumwettern? Oder das für bekloppt halten, weil es Spielerei ist, was nicht erwachsen ist? Oder was ist das Problem? Genau. Fehlt ihnen die Fantasie solchen Menschen? Oder was ist das? Naja, es ist halt mit sehr vielen Unwissen und Gerüchten auch behaftet. Ne? Also bei mir war es zum Beispiel so, wenn wir jetzt mal ein bisschen mehr Richtung Beruf gehen, 2 Dinge vielleicht. Erstens, Technik für Frauen und Mädchen, damals noch weniger als für Jungen und Männer. Du sagst dann, bei den Jungen und Männern kommt dann noch hinzu, es gilt eher als Spielerei, als was Ernsthaftes. Und dass man damit dann zum Beispiel auch noch Geld verdienen kann, ist ja völlig absurd. Also, wieso sollte man sich sowas zum Beispiel als Beruf aussuchen? Ne? Das ist ja... Ja, ich habe auch lange drüber nachgedacht, ne? Ja, und wenn das jemand während Gothic 1 habe ich drüber nachgedacht, während Gothic 2, während dem Add-on habe ich drüber nachgedacht und während Gothic 3 der Produktionsphase irgendwie 2006 habe ich irgendwann gesagt, ach komm, lass doch das Studium dran. Das mit Physik und Chemie, das machst du eh nicht mehr fertig. Dann war ich scheinfrei und hätte dann den Beruf aufgeben müssen, ja, des Game Designers. Und hätte dann sagen müssen, okay, pass auf, ich mache mal was Richtiges, was Vernünftiges, mein Jodeldiplom, ja. Kannst ja nicht machen, kannst ja nicht so ein Nerdtum da, dem kannst du doch nicht nachgehen. Genau. Bis dahin wusste ich aber, dass man tatsächlich auch damit Geld verdienen kann. Die meisten wussten das aber nicht und wissen es auch heute noch nicht. Das heißt, wenn du das heute noch manchen Leuten erzählst, dann kommen da auch so Sprüche wie irgendwie, ja, hast du denn nichts Richtiges gelernt? Oder damit kann man Geld verdienen? Naja. Ja. Und das ist schon immer noch etwas Besonderes, ne? So dass viele Leute, junge Leute vielleicht auch gar nicht auf die Idee kommen, so einen Beruf zu wählen, weil man denkt, ja, weiß ich nicht, ist das nicht, das geht? Ne? Hätte ich damals auch nicht gedacht, so. Wie, das geht als Beruf, ne? Ich hatte dann, ich war im Studium tatsächlich, ne? Und dann habe ich da gestanden, ich habe Chemie im Labor mit weißem Kittel und hier, ne, Universität Münster und wie, du machst Computerspiele? Ja, ich mache da Computerspiele, ja, nebenbei so, ne? Ja, eigentlich hauptberuflich, nee, das kann man so nicht sagen. Eigentlich ist das ja mein Hauptberuf, nämlich das Studium voranzubringen. Aber irgendwie, ja, richtig so. Ja, und wo bist du da? Ja, hier, Piranha Bytes, ne, wir machen da so ein Rollenspiel, nennt sich Gothic und dies und das. Ach so. Ne? Wieso? Ja, wenn jetzt gesagt hättest, irgendwie Sunflowers oder Bluebird, aber so was da, ne? Da habe ich mir gedacht, du Arsch, weißt du? Ne? Da wirst du da belächelt, so, wenn du da irgendwie versuchst, als junges Team irgendwie ein Computerspiel zu machen. Das fand ich kacke. So, weißt du, was weiß der denn schon? Na? Gut, mittlerweile haben wir uns etabliert, ne? Können auf eine recht lange Zeit zurückblicken in Computerspielen, die wir gemacht haben. Aber damals, ja, waren wir die Nerds. Waren wir die Bekloppten. So, ja, wie Computerspiel. Kennt doch keine Sau. Interessiert doch niemanden. Kannst doch gar kein Geld mitmachen. Oder auch diese Schwiegerväter, ne, die dann immer fragen, was hast du denn da für einen Kerl mitgebracht, ne? Was macht der denn beruflich? Ja, der ist Student. Aha, Wie alt ist der? Ach so, schon über 30, ja, Ja, und der macht Computerspiele, der hat also eine Firma, so, ach, Computerspiele, ja. Oh, kann man denn davon leben? Ja, davon kann man leben. Da kriegt man auch Geld am Ende des Monats. Hat man auch Happa im Kühlschrank. Tatsächlich so. Ja, hab's denn da wieder Typen angeschleppt, so, ne? Das hat mein Papa aber nicht gesagt. Dein Papa hat das nicht gesagt, aber ich hatte da so meine Erlebnisse vorher, ja. Das ist schon, da bist du halt Nerd, ne? Da bist du der Idiot. Da bist du der Typ, der irgendwann dem Schwiegervater auf der Tasche liegt. Der Sack. Der Faule. Soll mal aufhören zu zocken hier, mal hier, Racken, ne? Zagen kloppen. Ja, ich hatte damit zu kämpfen. Muss ich tatsächlich sagen.
Da wurdest du nicht nur belächelt, sondern da wurdest du sogar richtig angefeindet. Ne? Als Computerspielentwickler, so. Das fanden die nicht. Manche sind vielleicht auch neidisch, ein Stück weit gewesen, weißt du? Weil die dann irgendwie ihren Job nachgehen müssten, auf den sie überhaupt keinen Bock haben. Und ich gehe gerne zur Arbeit. Na, wie Mr. Rage gesagt hat, mach doch dein Hobby zum Beruf, da musst du nie wieder arbeiten gehen. Da ist echt was Wahres dran. Tatsächlich. So, ne? Und dieses Privileg, das muss ich ja sagen, hat nicht jeder. So. Ja, stimmt. Aber anstreben kann man das trotzdem, ne? Ja. Also zu sagen, ich mache also etwas, was mir total zuwider ist, das will ich am besten auch nicht als Beruf. Nein. Es gibt auch viele, die halt Beruf gelernt haben, die gar nicht in dem Beruf arbeiten. Die meisten würde ich auch behaupten. Ja, gut. Ja, wir hatten schon mal weniger als 100 Leute gefragt, da waren fast alle irgendwie, ja, habe ich. Und dann so, das ist doch nicht die Quote, oder? Mhm. Ne, aber wir kennen, die meisten, die wir kennen, die haben tatsächlich auch irgendwann was anderes gemacht. So. Ja, ne? Das stimmt. Ja, und wie ist euch das ergangen? Ne? Werdet ihr für euer Hobby belächelt irgendwie? Ne? Oder was für Erfahrungen habt ihr gemacht? Ist das mittlerweile so, dass die Leute sagen, völlig normal, jeder macht's, alles cool? Oder hinkt das immer noch nach? Erzählt mal. Sehr schön. Hast du eine Community-Frage? Habe ich tatsächlich? Ja. Die passt auch jetzt so ein bisschen am Rande, weil wir es haben anklingen lassen hier rein. Da fragt nämlich einer, welchen Rat hättet ihr an alle, die in die Branche reinschnuppern wollen? Haben wir in ähnlicher Form auch schon mal beantwortet, kann man aber trotzdem gerne immer wieder was zu sagen. Ja, ich glaube, das, was wir zuletzt gesagt haben, ist auch das, was am allerwichtigsten ist. Lasst euch nichts erzählen und macht doch einfach erstmal, worauf ihr Bock habt. Ihr seid doch niemandem Rechenschaft schuldig, nur weil ihr mal reinschnuppert. Ja, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Einfach mal gucken. Und vor allem einfach machen. Weil das hat viel mit kreativer Arbeit zu tun. Das hat sehr viel auch mit Arbeit zu tun. Ne? Es ist also sehr viel Arbeit. Und wenn sich Leute zusammenfinden, die sagen so, wir machen jetzt ein Computerspiel, ja, nehmt euch nicht zu viel vor. Macht kleinere Sachen am Anfang. Dann kriegt ihr sie auch fertig. Weil die meisten Spiele, die angefangen werden, entwickelt werden, auch mit Budget dahinter und allem so, kommen nicht raus. Leute, die kommen nicht raus. Die schaffen es nicht. Ja, die meisten. Also überlegt euch gut, wie ihr die Sache plant, ja, und macht kleinere Schritte, eins nach dem anderen, und sammelt die Sachen, die ihr gemacht habt. Damit man die irgendwie am besten irgendwo online, so, guck mal, hier habe ich gebaut, guck mal, hier habe ich gemacht. Und das könnt ihr dann zeigen. Dann könnt ihr sagen, guck mal hier, da kann ich stolz drauf sein. So, ne? Wenn ihr das jemandem zeigt, der euch potenziell als Arbeitgeber halt nimmt, ob es jetzt kleinere Teams sind oder private Teams oder irgendwas so oder wirklich auch größere, dann könnt ihr darauf zurückgreifen und sagen, guck mal, das habe ich gemacht. Ja. Und das ist wichtig, dass ihr euch damit beschäftigt, dass ihr die Leidenschaft habt dafür, für diese Spiele und nicht einfach sagen, oh, ich glaube, ich probiere mal gucken, ob das was wird. Das wird nix. Ihr müsst euch wirklich damit beschäftigen, ihr müsst das geil finden. Ihr müsst die Leidenschaft entwickeln für Computerspiele. Ja. Dann wird das auch was. Das kommt dann ganz automatisch irgendwann. Und darüber hinaus, momentan finden ja wenig Veranstaltungen statt. Trotzdem kann man generell sagen, um herauszufinden, wie viele Bereiche es gibt, welche Bereiche es gibt, was liegt mir denn da, kann man sich am besten dort herumtreiben, wo andere, die das machen, auch herumtreiben. Also einfach mal im Internet nach Game Jams gucken, wo man innerhalb eines Wochenendes mal so ein Minispielchen baut und dann Teil eines kleinen zusammengewürfelten Teams sein kann und solche Sachen und einfach mal mitmachen, einfach machen. Alles klar. So, dann hoffen wir, dass ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid, wenn es heißt Piranha Becken TV. Vielen Dank. Genau, bis dann. Macht's gut. Tschö.